Hallo zu diesem ersten Video zu FreeCAD 020, der Beta-Version. Wir haben hier die 020er 26761 aus dem Git-Repository vom 21. Dezember 2021. Ich werde in diesem Video die aktuellen Verbesserungen und Neuerungen der 020 im Bereich User Interface zeigen. Wenn ihr keine Lust habt, ein komplettes Video darüber zu schauen, dann empfehle ich euch doch einfach, klickt euch in die Dokumentation rein unter wiki.freecadweb.org Release Notes 20. Dort findet ihr im Prinzip alles, um was es heute in diesem Video gehen wird, hier unter dem Punkt User Interface, sämtliche Änderungen und Verbesserungen, und das Ganze stelle ich jetzt in Videoform vor. Der 3D Cube ist auch das erste, was ich ansprechen möchte an den Neuerungen. Also der 3D Cube kennt ihr auch schon aus vorigen Versionen von FreeCAD. Wir können hier die Ansicht steuern. Was neu ist, wir können hier die 45 Grad Kanten und auch hier oben die Ecken auswählen, um das Modell zu drehen. Das ist eine sehr hübsche Neuerung, die es in die FreeCAD 020 geschafft hat. Dann können wir ebenfalls hier wieder unter die Einstellungen gehen, also Edit Preferences, und können dort unter Display, Navigation oder Navigation können wir den Cube, also hier den Würfel, komplett abschalten, wenn uns der überhaupt nichts bringt, oder einschalten, und wir können die Größe des Würfels hier stellen. Ich habe hier 180 gewählt, den können wir aber auch kleiner und größer stellen. Ich mache jetzt mal 150 und wie ihr hier oben rechts seht, wird dann der Cube kleiner oder größer. So, ich schließe das jetzt mal und dann zeige ich euch noch was. Der obere rechte Punkt hier, der spiegelt immer die Ansicht. Also wir blicken jetzt schräg drauf auf die Rückansicht und die Ansicht von links, und wenn wir dann da draufklicken, ist es dann gespiegelt, dann schauen wir von vorne und rechts drauf. Beziehungsweise wenn wir jetzt mal hier draufklicken, ist das die Frontansicht. Der Klick hier oben drauf bewirkt eine Spiegelung, sodass wir die Rückansicht haben. Ich vermute mal, dass ich den Navigationswürfel hier oben rechts etwas häufiger verwenden werde als zuvor. Dann haben wir hier unten im rechten Bereich das Koordinatensystem, jetzt auch schön beschriftet mit X, Y und Z-Achse. Dessen Größe können wir ebenfalls in den Einstellungen jetzt anpassen unter Edit, Preferences, Display und im 3D-View. Dort ist das Koordinatensystem, bei mir ist es eingeschaltet in einer relativen Prozentangabe. Ich kann es mal 10% hier eingeben. Bitte unten rechts auf das Koordinatensystem achten. Das wird jetzt etwas kleiner. Das könnt ihr euch also so einstellen, wie es euch beliebt und wie es auch zu eurer Monitorgröße für euch gut passt. Wir haben zwei neue Navigationsstile. Wenn wir hier unten auf die Maus klicken, dort auf den kleinen Pfeil, dort seht ihr, sind zwei neue Sachen hinzugekommen. Einmal die Navigation von OpenSCAD und von Tinkercad. Ich habe die beide jetzt noch nicht ausprobiert, da ich den Navigationsstil CAD hier in FreeCAD auch als meinen Standard habe und auch immer anwende. Wenn ihr aber die anderen beiden Programme verwendet und das einfach mal ausprobieren möchtet, klickt es doch einfach mal an und testet es mal durch. Vielleicht gefällt es euch ja. Dann eine weitere sehr schöne Neuerung. Wenn wir jetzt mit der Maus über irgendein Symbol hier oben einmal drüber fahren und die Maus kurz stillhalten, dann seht ihr, dass dort neue Tooltips aufploppen. Ihr seht dort die Namen der Befehle, über die ich drüber hovere, und außer dem Befehlsnamen, die jetzt hier schön vereinheitlicht wurden, seht ihr eine kleine Beschreibung, was der Befehl tut, und unten drunter in Klammern, das ist der offizielle Name, wie er in der Dokumentation verwendet wird. Das bedeutet, wir hätten jetzt hier zum Beispiel Part Design Revolution. Dann gehen wir hier mal in die offizielle Dokumentation rein und schreiben jetzt hier hinten dran einfach mal Part Design Revolution. Und dann kommen wir direkt genau zu diesem Befehl. Das heißt, dieser Befehl können wir uns jetzt hier in aller Ruhe, in allen Einzelheiten anschauen. Das ist extrem hilfreich, dass das von FreeCAD hier vereinheitlicht wurde. Und so seid ihr dann auch in der Lage, ganz schnell ausführliche Hilfe zu den Befehlen zu finden. Dann haben wir einen schönen weiteren Befehl hier in der Combo View im Model Tree. Und zwar können wir jetzt hier einzelne Elemente selektieren, zum Beispiel diese Chamfer, die sich hier unten auf diese Kante hier bezieht. Wie ihr wisst, bauen Geometrien in FreeCAD aufeinander auf. Und wenn ihr jetzt wissen möchtet, auf welchen Elementen diese Chamfer aufbaut, könnt ihr die Chamfer hier auswählen, rechte Maustaste und klickt Add Dependent Objects to Selection, also die abhängigen Elemente zur Auswahl hinzufügen, und wie ihr dann seht, sind jetzt alle Elemente selektiert. Das bedeutet, eine Anpassung jeglicher Elemente hier würde eine Änderung von dieser Chamfer hier nach sich ziehen. Wir probieren das nochmal aus, indem wir zum Beispiel hier einfach diese erste Skizze hier auswählen und dann das gleiche
auswählen. Wie ihr seht, wird da nichts weiteres selektiert. Das heißt, diese Skizze hier ist nicht abhängig von irgendeinem anderen Element. Probieren wir das Ganze nochmal aus mit dem Pad hier oben. Rechte Maustaste und dieser Pad-Kopf, der hängt ab von der Kopfskizze. Pad-Zapfen hängt ab von seiner Skizze, logischerweise, aber auch von der Geometrie, die zuvor erzeugt wurde. Wer da gerne noch mehr erfahren möchte, dem empfehle ich den Abhängigkeitsgraphen oder auch Dependency Graph genannt. Den finden wir unter Tools, Dependency Graph. Und dort können wir jetzt die Datei sehen, hier in so einer grafischen Baumdarstellung dargestellt. Hier sehen wir zum Beispiel, wir haben hier von unserem Body mitgeliefert eine XZ, eine XY und eine YZ-Plane. Aufbauend auf der XZ-Plane wurde dann die Kopfskizze erzeugt, auf dieser basiert das Pad. Auf der XY-Plane haben wir die Sketch 001, das ist die Zapfenskizze, und darauf basiert das Pad 001, das basiert aber auch auf diesem Pad hier. Auf der letzten Plane, dort wurde dann eine Freiraumskizze angelegt und diese Freiraumskizze hängt also wirklich nur an dieser Plane. Und wie wir schon bei Add Dependent Objects to Selection gesehen haben, basiert das Chamfer auf sämtlichen Elementen hier. Wir müssen das Ganze beachten, hauptsächlich deswegen, weil es in FreeCAD leider in der 020 auch noch die Probleme gibt mit dem Topological Naming. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier wahllos irgendetwas ändere an meiner Skizze, zum Beispiel hier an der Freiraumskizze hier, dort würde ich jetzt hier beispielsweise 2 Kantenverrundungen eintragen, dann springt die Chamfer, also die Kantenschräge, hier an diese Kante hier dran. Das heißt, die Chamfer ist jetzt hier und nicht mehr hier unten, wo sie eigentlich hingehört. Das ist das größte Ärgernis noch bei FreeCAD, was auch mit der 020 leider noch existiert. Wer davon verschont bleiben will, der muss in den Real Thunder Fork gehen. Dort ist dieses Problem weitestgehend aus der Welt geschafft, aber die 020 kämpft noch damit. Vielleicht ist aber die Darstellung hier, was ich euch gerade gezeigt habe, mit der Möglichkeit, die abhängigen Elemente anzuzeigen und auch der Abhängigkeitsgraph, den wir hier unter Tools finden. Vielleicht ist der euch aber eine Hilfe, eure Modelle besser zu verstehen und besser vor Problemen gefeit zu sein. Neu am Abhängigkeitsgraphen ist wohl, dass wenn ich hier einen sehr großen Graphen habe und bin reingezoomt, kann ich mit der Maus das ganze Ding hin und her schieben. Das waren fürs Erste alle Verbesserungen und Änderungen im User Interface von FreeCAD 020 und in der nächsten Folge schauen wir uns weitere Verbesserungen von FreeCAD 020 an.